So, wir sind zurück in Agatha und können von hier aus direkt, wie Tifa es wollte, nach Nibelheim gehen. Und das machen wir auch einfach mal. Wobei die Ebene schon ziemlich gruselig ist. Und Nibelheim mich auch eher an Midgar erinnert aus Final Fantasy VII. Are you Oder? guys seeing this town? Yeah, that's where Tifa lives. It makes Ninewood Hills look the humble. Ja, aber wirklich. Na, hast du was zu sagen? If you get confused during battle, you'll lose control of yourself and start lashing out at random. You might even attack your friends. You can bring a confused fighter to his senses by hitting him, but smelling salts get the job done in a much safer way. Here, I've got some I can give you. Dankeschön. Ein Fläschchen Riechsalz hört sich gut an. Ich schätze, wenn wir rechts hochgehen, kommen wir in ein anderes Gebiet, in das wir jetzt noch nicht rein müssen. Wir gehen also direkt nach Nibelheim. Ich bin aufgeregt. Bin gespannt, wie groß die Stadt tatsächlich ist. Chapter 11. Crimson and Azure. Hang on a sec. I don't see any chain on the place. Well, maybe they're like Cornelia, and they haven't been annexed by the Federation. Good point. Sorry, Huh? Corn... What? It can't be. Nice. Great memory there. Hey there, guys. It is you, right? Hey, super punchy girl. Hi. How are you doing, Tifa? It's so good to see you. Same here. Hey, I have to ask, what are two keepers and a mirage doing way down here in Babel? Oh yeah. I guess we never told you, did we? Oh, good. I was starting to worry. What if I accidentally saved a couple of bad apples from the Bahamut army? It's weird. Why does everybody keep thinking that we're Bahamutian soldiers? I don't know. I guess they don't see many Mirage Keepers anymore, unless they're working for the bad guys. Yeah. And not just keepers, giants too. These days, they all seem to be fighting for Bahamut. I guess it makes sense in a way. They say the Federation conquered their homeland long ago. Dude. Still, the prophecy's a hot topic around Nibelheim. Everyone in town has heard of the giants from the hills. I'm not sure I like being a celebrity. Anyway, so you're looking for the Valley of Fire? Unfortunately, that's the only real clue that we've got. The Valley of Fire. Everyone knows that bit, but no one's sure which valley is the right one. What do you mean? If you're looking for fiery valleys, this region is full of them. But that's just it. Any one of those valleys could be the one the prophecy is talking about. Oh, right! I forgot there's a summoner in town doing research on the valley. She might know. So. Das klingt ja interessant. Dann hören wir uns ein bisschen um, sammeln wie dort hinten ein paar Quests ein, falls es überhaupt mehr gibt als diese eine. Und dann gehen wir zu dieser Beschwörerin, die offensichtlich da hinten schon steht. Welcome to Nibelheim. It's thanks to Shinra that this town has come so far. You see, Shinra uses volcanic energy in order to generate power. Habe ich nicht gesagt, diese Stadt sieht aus wie Midgar? Das hier ist Final Fantasy VII all over again. We don't need the Federation. We can get along just fine by ourselves. Sagte er und verlässt sich auf Shinra. Hey man, you wouldn't happen to be a giant? Oh wow, you and your sister both? We don't meet many folks like you.
Nein, ich bin kein Hühner. Ich bin nur zufällig so groß. Ah, herrlich. Kann ich da reingehen? Oh nein, kann ich nicht. Schade. Die wollen nicht mit mir reden. Bin denen wohl zu groß. Das ist Diskriminierung. Are you here to buy a dress? I'm sorry, but we're all out of the silk ones. Da hat Cloud sich seins wohl schon abgeholt. Ah, super. So Let gut. me introduce the giants from the hills. Yeah, that's us. Hello there. I am the summoner Rydia. Wunderschön. Something here is not right. Something about you. Hey, you know, the way that Mirage follows you, you totally remind me of Yuna. I guess it's because you're both summoners. Huh? You mean you know Lady Yuna? Yeah, we met her. Back on the upper continent. She was really a lot of help to us. We might not even be able to hear if Yuna hadn't pointed us in the right direction. Oh. Well then, I suppose you can't be all that bad. There now. You hear that? These two say they're friends of Lady Yuna. That means you can trust them. For the time being, at least. So let me get this straight. You're searching for the 4 keys recorded in the prophecy? Yeah, we came to Babel because we heard one of the keys was hidden here, in a valley of fire. Right. But, you know, the keys are part of the Crimson Prophecy. Crimson Prophecy? So wait, you mean there's more than one version? Yes. There used to be a single prophecy, the Azure Prophecy. It only spoke of 4 sigils, and said nothing about keys. It was much more abstract. The Azure Prophecy is heresy! This is no business of yours. Lies! Only the Crimson Prophecy is gospel! Are you a summoner or not? You should pray that fate guides you to the Crystal Tower. The Crimson Prophecy is clear. Flanked by mirages, the chosen ones shall acquire 4 keys. From the Crystal Tower they shall mount the heavens, where God will grant them the gift of eternity. So long as you know to look for the signs, the keys shall be found. So do as the Crimson Prophecy commands of you. All you hear these days is that nonsense. Yeah, no kidding. At least they're not breaking any laws or getting violent, but it's still creepy. What do those fools know anyway? The Azure Prophecy was written by the first summoner. It's the Crimson Prophecy that came later. The whole thing is nothing but a sham. Still, that sham seems to be the prophecy folks believe in. Unfortunately so. That's why I came here to sort the truth out myself. Tell me then, why are you searching for the keys like the prophecy says? You see, So you're telling me that your mother shares the same name as Lady Lusfarna? And you're looking for the Herald's castle to find her? I get it. If you really are the giants from the hills, all you have to do is follow the prophecy, and you might wind up there anyway. right. There's actually more to it. Someone told us we would find our family as long as we kept collecting mirages and pressing onward. Well, whatever the case, it seems the only way to prove which prophecy is true is to accompany the two of you to the Valley of Fire. In a way, you'd be accompanying me and doing me a favor. What do you mean? Oh, never you mind. So, are we ready? Are we ready? We don't even know which valley to go to. I've already figured it out. The valleys of Babel are numbered, and I believe the one we are looking for is Valley 7. All right, Placey Place, here we come. Now you're forgetting entire names? Ich habe gerade während des Gesprächs diese sehr attraktive Truhe gesehen. 3 Erdhämmer. Super.
wozu auch immer man die benutzt. Excuse me, I'm sorry to bother you, but I was wondering if I could ask you a favor. You see, my grandson's birthday is coming up soon, and I was hoping to give him some dragon scales. Is there any chance you would be willing to bring me some? I'd be very grateful if you could. Aber natürlich. You would? Oh, thank you. That's very kind of you. Oh, sie ist so süß. Oh, thank you. My grandson's going to be thrilled when he opens his present. I know it's not much, but I hope you'll accept this as a reward. Ah, ein Tobsuchtsamen. Dankeschön. So, wir werfen einen kleinen Blick auf die Karte. Nibelheim ist nicht ganz so groß wie Midgar. Hier gibt's nichts. Gibt's da drüben was? Nein. Okay. There's something dodgy about the Federation. Any town that doesn't join them, they attack with their mirages and forced to join up anyway. At any rate, as long as Soldier is here, they won't be laying a finger on this town. Soldier, Shinra, ich sag ja. Mirages keep coming after this town. They won't leave us alone, but whenever they show up, that's when we step in. Dann wird Cloud bestimmt auch nicht mehr lange auf sich warten lassen. Müssen wir jetzt eigentlich raus? Valley 7 is east of the here. Also da, wo wir vorhin nicht reingegangen sind. Ich habe ein Näschen für sowas. Ist hier eigentlich noch irgendwie... Ne, keine Thronen, nichts. Dann... Das sieht sehr einladend aus. Bisschen wie der Todesberg, der Eingang zur Mine in The Legend of Zelda. In verschiedenen Teilen von Zelda. I think my fur is melting. Valley of Fire, you are way, way too fiery. You okay? Oh, I'm all right. Shall we? Dude, I'm burning up. Me too. Just think about cold things. And then think about them melting. Ja. Sieht aus, als müssten wir nach unten. Ich würde es absolut feiern, wenn ich einen Goronen treffen könnte. So. Ach, hier lang. Okay. Nach unten geht's nicht, oder doch? Da. Okay, here Was we gibt's go. hier? I won't hold back. Bomber. Erst einmal Analyse. Verwende Feuerattacken. Das habe ich mir gedacht. Na toll. Du Arsch. So. Hoffen, dass er nicht so viel Schaden macht. Das war voll okay. Und jetzt
einfangen. Und? Geil. Sehr gut. Looks like I thought that wasn't so bad. So. Das ist ein Bomber, ja. Diese Mirage kann mittels Selbstzerstörung alles und jeden mit ins Verderben reißen. Ein Urgestein, das wohl jeder Final Fantasy-Fan kennt und fürchtet. So ist es. So ist es wirklich. Sollten wir das mitnehmen? Nee. Schwierig. Ich glaube, so. Ich habe immer Schiss, dass wir an eine Plattform kommen und dann nicht die richtigen Miragen dabei haben. Ich habe einen Dynamiksamen erhalten. Vielen Dank dafür. One wrong step and we're finished. Ah! Why are you sneezing? It's like 500 degrees in here. Vielleicht reagiert er allergisch auf Hitze. Ja, ich weiß, mein Humor ist unschlagbar. Hey, ein Golem. Oh, ein Kampf. Auch gut. Dude, it's on. Let's make this good. Was ist das denn? Die sehen ein bisschen verkokelt aus. Analyse. Eine Korrigane. Verursache den Zustand Schlaf. Okay. Mal in den Items schauen, ob wir das können. Giefzahn, Drachenschuppe. Was macht das? Wasserschaden. Nein, können wir nicht. Dann müssen wir die jetzt leider besiegen. Wir probieren es mal. Das wird abgefahren, glaube ich. Warum nicht einfach mal in einem stinknormalen Kampf angeben? Was kannst du für Fertigkeiten? Du kannst keine Fertigkeiten. Dann macht Fräulein Cerberus aber nicht besonders viel Schaden. Dann muss ich mal gucken, wie man den richtig trainiert, beziehungsweise Fertigkeiten ausrüstet, etc. Wahrscheinlich über das Mira-Board, wie bei allen anderen auch. Aber die Musik ist auf jeden Fall ziemlich cool. Ja, okay, aber das wird hier jetzt ewig dauern.
So. Dann wechseln wir mal, weil dann können wir auch gleich einen Schlafzustand hervorrufen. Mit den Katzenkrallen von der rechten Klaue. Ein Zackenzahn. Alrighty. Dann besorgen wir den mal. Irgendwo. Ha, hab ich doch geahnt. 4 oder schwerer, 50 oder stärker. Wie viel wiegt denn der Bomber? Der Bomber ist mittel, okay. 4. Ach. Gut, dass wir ihn mitgenommen haben. Ich sag euch, weibliche Intuition. So, ist hier unten noch eine Truhe? Nein, aber halt der Weg. Okay. Right, let's do this. Here we go! Reynn ist auf dem Drachen ganz schön groß. Oh, ich habe die Klaue gar nicht. Oh nein. Ach, ich bin manchmal so blöd. Ach Mensch. Wir haben sie gar nicht dabei. Das ist ja doof. That was a good one. Predictable. Wie der Drache sich freut, ist schon süß. Okay, dann kann ich ja aber auch wieder ganz normal rumlaufen. Nein, da wollte ich nicht lang, ich wollte da lang. So. 5 oder schwerer. Jetzt wird's dann nämlich... Obwohl gar nicht. Wir haben doch hier... Genau. Sehr gut. Also muss ich das, was ich vorhin gesagt habe, leider zurücknehmen. Das war keine weibliche Intuition, das war einfach nur Schiss davor, was Falsches zu machen. Dabei hatte ich ja von Anfang an den Drachen dabei. So, jetzt haben wir das Item, das wir brauchen können. Zurück zum Golem und ihn aus dem Weg räumen. I guess we're doing this. Come on, bring it. Not done yet. Ich könnte mal eine Runde Vita schmeißen. Take this. Perfekt. Yeah. Oh yeah! Ja, gut. Da hat mein Gehirn kurz gelaggt. So, zurück.
Dann können wir den Bomber ja eigentlich gleich wegschicken bei der nächsten Speichergelegenheit. I won't hold back. Right, let's do this. Und mal schauen, dass wir die rechte Klaue zurückbekommen. Victory! Und ich möchte mal schauen, ob wir nicht das Minilodon mittlerweile weiterentwickeln können. Metamorphieren. Oder wie auch immer. Gimme! Ja, der Zackenzahn, den haben wir jetzt. Ich meine nämlich, dass das mittlerweile möglich sein müsste. Dann kommen wir mal zu der Fertigkeit Einfrieren. Jawohl. Wenn du zum Beispiel irgendwo über Wasser laufen musst, kannst du es damit einfach einfrieren. Und Lava lässt sich mit dieser Fertigkeit auch abkühlen, zumindest zu einem gewissen Grad. Das Frost-Symbol zeigt dir die Orte an denen du Einfrieren einsetzen kannst. Und wie immer gilt, du musst eine Mirage mit dieser Fertigkeit über dir in deiner Gruppe haben, um sie einsetzen zu können. Genau. Ich meine nämlich, dass Quachocho das konnte. Schnell rüber, bevor es wieder schmilzt. Falls es schmilzt. Da eine Truhe. Super. Right, let's do this. Here we go! Ich frage mich, ob hier auch wie eine Mega-Mirage auf uns wartet. Dann müsste ich mich vorher allerdings nochmal mit ein paar Items eindecken, die alle Elementare haben. Falls ich nämlich wieder wie in dem Kampf gegen Cerberus alle möglichen Elementarattacken einsetzen muss, können wir das, glaube ich, nicht. Ach so, ich muss runter. Okay. So. What's going on? We'll never be able to put out a fire this big. Not with the mirages that we've got. I can't take it! Huh? What? Huh? Don't just stand there gawking like that. We can't just leave her to fend for herself. Right! We gotta go after her! What he said. Da hat wohl jemand ein bisschen Angst vor Feuer. She went back this way, right? So, ihr Schnittchen, das war's mit diesem Part. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch gefallen hat, freue ich mich über ein Like. Für mehr World of Final Fantasy abonniert einfach meinen Kanal, so bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Oder klickt auf die Playlist, um die bereits erschienenen Inhalte zu schauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal.